Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Geschichte, wie wir sie kennen, nur die Oberfläche eines unendlich tieferen Ozeans aus Geheimnissen und Offenbarungen berührt? Was, wenn Adam, den wir als den ersten Menschen betrachten, tatsächlich aus einer bereits existierenden Rasse auserwählt wurde, um eine göttliche Mission zu erfüllen? Diese faszinierenden Fragen leiten uns zu einer der tiefgründigsten Erzählungen der Menschheitsgeschichte, wie sie uns im heiligen Koran offenbart wird, und laden uns gleichzeitig ein, die Brücken zur modernen Wissenschaft zu schlagen. In der Sure 15, Al-Hijr, wird in den Versen 28 und 29 erwähnt, als der Herr zu den Engeln sagte: Ich werde einen Menschen erschaffen, aus einem Ton, der zu klingendem Lehm geworden ist. Und als ich ihn geformt und ihm von meinem Geist Wissen eingehaucht hatte, werft euch sogleich vor ihm nieder. Diese Worte eröffnen eine Diskussion nicht nur über die spirituelle, sondern auch über die wissenschaftliche Perspektive unserer Existenz. Sie werfen Licht auf die Möglichkeit, dass Adam nicht der Beginn der Menschheit war, sondern eine Schlüsselfigur in einem viel größeren göttlichen Plan, ausgewählt, um Führung, Schlichtung und göttliches Recht unter einer bereits bestehenden Menschheit zu bringen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Menschen bereits in vielfältiger Form existierten, bevor Adam auserwählt wurde, ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit aufzuschlagen. Wie verbindet sich diese Vorstellung mit den aktuellen wissenschaftlichen Theorien über die Evolution des Menschen und unsere genetischen Ursprünge? In unserem heutigen Video erkunden wir diese faszinierenden koranischen Verse und setzen sie in Beziehung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Entstehung und Entwicklung der Menschheit. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise durch den Koran und die Wissenschaft, um die tiefen Geheimnisse der Erschaffung der Menschheit, die Rolle von Adam und den unvergleichlichen Vergleich zwischen göttlicher Offenbarung und wissenschaftlicher Entdeckung zu enthüllen. Sind Sie bereit, die Grenzen Ihres Wissens zu erweitern und die faszinierende Symbiose aus Glaube und Wissenschaft zu entdecken? Vergessen Sie nicht, unser Video zu liken, zu teilen und Mythenforscher zu abonnieren, um keine unserer tiefgründigen Entdeckungen zu verpassen. Ihre Gedanken und Kommentare sind uns wichtig. Teilen Sie Ihre Perspektiven und seien Sie Teil dieser erkenntnisreichen Diskussion. Im Lichte der Schöpfungsgeschichte, wie sie uns in den heiligen Texten offenbart wird, nimmt die Entstehung der Erde und des Menschen eine faszinierende Dimension an. Die Worte aus der Sure 41, Ayat 9, sagt: Leugnet ihr wirklich Allah, der die Erde in 2 Phasen erschaffen hat? Setzt ihr ihm Partner zur Seite? Er ist der Herr der Welten, fordern uns auf, über den Akt der Schöpfung und die Methoden, die dabei angewandt wurden, nachzudenken. Diese Verse legen nahe, dass die Schaffung der Welt kein spontaner Akt magischer Entstehung war, sondern ein geordneter, phasenweiser Prozess, der auf göttlichem Befehl hin begann. Wenn wir die Erzählungen des Korans und die Entdeckungen der modernen Wissenschaft parallel betrachten, offenbart sich eine überraschende Harmonie zwischen dem göttlichen Prozess und dem Prinzip der Evolution. Es zeigt sich, dass die Entwicklung der Erde und ihrer Bewohner ein langwieriger Prozess war, der Schritt für Schritt abwickelte, ein Prozess, der in der Wissenschaft als Evolution bekannt ist und in den religiösen Texten als göttliche Ordnung verstanden wird. Diese Perspektive wird noch deutlicher in der Betrachtung der Sure 76, Ayat 1, die besagt: Ist nicht eine lange Zeit über den Menschen vergangen, als er selbst noch nichts Erwähnenswertes war? Dieser Vers unterstreicht, dass der Mensch nicht plötzlich in seiner heutigen Form existierte, sondern durch einen langen Prozess der Entwicklung und Verfeinerung, sowohl physisch als auch geistig, zu dem Wesen wurde, das sich durch Vernunft und Bewusstsein von den Tieren unterscheidet. Diese Betrachtungsweise öffnet uns eine Tür zu einem tieferen Verständnis der Verbindung zwischen Glaube und Wissenschaft. Sie zeigt auf, dass sowohl in der Religion als auch in der Wissenschaft die Schaffung der Welt und des Menschen als ein dynamischer Prozess gesehen wird, der von göttlichen Gesetzen geleitet ist und durch natürliche Entwicklung voranschreitet. Diese Erkenntnis lädt uns ein, die Wunder der Schöpfung mit neuen Augen zu sehen und die tiefe Weisheit zu erkennen, die sowohl in den Heiligen Schriften als auch in den Entdeckungen der Wissenschaft verborgen liegt. In der tiefen Reflexion über die Schöpfungsgeschichte, die im Heiligen Koran dargelegt wird,
erleben wir einen Moment von außergewöhnlicher Bedeutung. Die Ernennung Adams als den ersten Auserwählten unter den Menschen und die folgenreiche Verbannung des Teufels, bekannt als Iblis. Dieser entscheidende Akt enthüllt nicht nur die göttliche Vision für die Menschheit, sondern auch die Ursprünge eines ewigen Konflikts zwischen dem Menschen und seinem größten Widersacher. Nachdem Allah Adam mit einem Wissen gesegnet hatte, das ihn über die anderen Geschöpfe erhob, darunter die Engel und die Djinn, kam es zur ersten großen Prüfung, nicht nur für Adam, sondern für alle Geschöpfe. Die Weigerung von Iblis, sich vor Adam niederzuwerfen, war ein Wendepunkt, der seine Verbannung aus der Gnade Allahs besiegelte. Als Djinn, erschaffen aus rauchlosem Feuer, lehnte Iblis die göttliche Anordnung ab, sich vor einem Wesen aus Lehm zu beugen, und zeigte damit seinen Hochmut und Undank gegenüber seinem Schöpfer. Allahs Reaktion auf Iblis' Trotz ist tiefgründig und offenbart. Geh hinaus, du bist wahrlich verstoßen, mein Fluch wird bis zum Tag des Gerichts auf dir liegen. Doch in seiner Rebellion bat Iblis um Aufschub bis zum Tag der Auferstehung, ein Gesuch, das Allah gewährte. Diese Gnade nutzt Iblis, um seinen Schwur zu erfüllen. Bei deiner Macht schwöre ich, dass ich sie alle irreleiten werde, außer deinen aufrichtigen Dienern. Allahs Antwort bekräftigt jedoch die Unverwundbarkeit der wahren Gläubigen gegenüber Iblis' Einflüsterungen und setzt eine klare Grenze für seine Macht. Das ist wahr. Du kannst meine aufrichtigen Diener nicht in die Irre führen. Die Geschichte von Adam, Iblis und die folgenden Ereignisse im Garten verdeutlichen eine zentrale Wahrheit. Iblis ist von diesem Moment an der erklärte Feind der Menschheit, verdammt dazu, jene zu verführen, die sich von Gottes Weg abwenden. Doch gleichzeitig offenbart sich in dieser Erzählung die unermessliche Weisheit und Barmherzigkeit Allahs, der den Menschen nicht nur die Freiheit zur Wahl gibt, sondern auch die Mittel und das Wissen bereitstellt, um sich gegen die Versuchungen des Bösen zu behaupten. Diese tiefe Geschichte lehrt uns über den Wert des Wissens, die Bedeutung der göttlichen Führung und die unaufhörliche Präsenz des Kampfes zwischen Gut und Böse in der menschlichen Erfahrung. Sie ruft uns dazu auf, in stetigem Bewusstsein und in der Nähe zu unserem Schöpfer zu leben, bereit, den subtilen Versuchungen von Iblis zu widerstehen und den Weg der Erleuchtung und des rechtschaffenen Lebens zu wählen. Im Garten der Prüfung offenbart sich eine der tiefgreifendsten Geschichten der Menschheitsgeschichte, die im heiligen Koran in Sure 2, Al-Baqarah, Ayat 35 festgehalten ist. Wir sagten: O Adam, du und deine Gefährtin, nehmt euren Platz in diesem Garten ein und esst reichlich von überall her, aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst werdet ihr zu den Verlierern gehören. Diese Anweisung markiert den Beginn eines göttlichen Tests, nicht im himmlischen Paradies, sondern in einem irdischen Garten, einem Ort des Überflusses und der Sorglosigkeit, geschaffen für Adam, seine Gefährtin und die restliche Menschheit. Anders als in vielen religiösen Traditionen, die diesen Garten als ein jenseitiges Paradies deuten, zeigt uns der Koran, dass diese Prüfung hier auf Erden stattfand, wo der Teufel, Iblis, die Möglichkeit hatte, Einfluss zu nehmen. Wenn der Garten das jenseitige Paradies wäre, dann hätte der Teufel keinen Zugang dazu. Die Sünder können das Paradies nicht betreten. Seine Versuchung zielte darauf ab, das Verlangen nach mehr in den Herzen von Adam und seiner Frau zu wecken. Ein Verlangen, das die Menschheit bis heute prägt. Dann flüsterte der Teufel ihm ein: O Adam, soll ich dir den Weg zum Baum der Ewigkeit und einem unvergänglichen Reich zeigen? Ein Versprechen, das unmöglich eingehalten werden konnte, da Unsterblichkeit und grenzenlose Macht außerhalb der menschlichen Natur liegen. Diese Geschichte illustriert nicht nur die erste Sünde, sondern auch die menschliche Neigung zur Gier, das Streben nach mehr Macht und Reichtum, oft zum Leid anderer. Sie zeigt, wie leicht wir die essentielle Wahrheit unserer Existenz und den wahren Zweck unseres Daseins auf Erden aus den Augen verlieren können. Doch im Unterschied zu Iblis, dem Teufel, der sich in seinem Hochmut verhärtete, erkannte Adam seinen Fehler und bat um Vergebung. O unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht getan. Wenn du uns nicht vergibst und dich uns nicht erbarmst, werden wir wahrlich zu den Verlierern gehören. Gottes Antwort war sowohl eine Strafe als auch eine Lehre. Er sagte: Einige von euch werden Feinde der anderen sein. Und er sagte: Auf der Erde werdet ihr für eine bestimmte Zeit leben und Nutzen daraus ziehen können.
Damit wurde klar, dass die Menschheit fortan für ihr Überleben arbeiten und in der irdischen Welt mit ihren Herausforderungen leben muss. Sage: Dort werdet ihr leben, dort werdet ihr sterben und von dort werdet ihr hervorgebracht werden. Diese Passage aus dem Koran ist eine kraftvolle Erinnerung an die Konsequenzen unserer Entscheidungen und die Bedeutung der Vergebung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, die Verbindung zu unserem Schöpfer zu suchen und seine Führung zu akzeptieren, um die Fallen des Teufels zu überwinden. Sie lehrt uns, dass wahre Weisheit und Stärke nicht in der Verleugnung unserer Fehltritte liegt, sondern in der Demut, unsere Fehler zu erkennen, um Vergebung zu bitten und aus unseren Erfahrungen zu lernen. Während wir den Vorhang dieser tiefgründigen Erzählung über Adam, die Prüfung im Garten und die ewige Herausforderung durch Iblis schließen, laden wir Sie ein, über die parallelen Pfade von göttlicher Offenbarung und wissenschaftlicher Entdeckung nachzudenken. Die Evolution der Menschheit, wie sie uns die Wissenschaft erzählt, spiegelt auf faszinierende Weise die spirituelle Reise wider, die der Koran beschreibt. Von einfachen Anfängen zu Wesen von Bedeutung, die mit der Fähigkeit zur Erkenntnis und zum moralischen Urteil ausgestattet sind. Jeden Tag stehen wir vor der Prüfung, uns gegen die Verführungen zu wappnen, die Iblis, der Teufel, uns vorlegt. Das Böse als das Gute zu tarnen und uns glauben zu machen, das Leben sei zu kurz, um über die Folgen unseres Handelns nachzudenken. Doch die wahre Prüfung ist, sich daran zu erinnern, dass wir am Ende nichts Materielles mitnehmen können. Was bleibt, sind die Spuren der Güte, die wir in den Herzen anderer hinterlassen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir die Gier überwinden und beginnen zu teilen und unseren Mitmenschen zu helfen. Eine Welt, in der Obdachlosigkeit und Hunger nicht existieren und Kriege der Vergangenheit angehören. Dies erfordert mehr als nur individuelle Veränderung. Es fordert eine kollektive Umorientierung darauf, was im Leben wirklich zählt. Mitgefühl, Liebe und die Weisheit, dass wir alle miteinander verbunden sind. Die Kriege, die in der Geschichte der Menschheit geführt wurden und werden, sind oft ein Spiegelbild der inneren Kämpfe, die in jedem von uns toben. Die Herausforderung besteht darin, den Weg des Friedens sowohl in uns selbst als auch in der Welt um uns herum zu wählen. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auf dieser Reise durch eines der tiefsten und lehrreichsten Kapitel der menschlichen Geschichte begleitet haben. Möge diese Erzählung nicht nur als Reflexion über unsere Vergangenheit dienen, sondern uns auch inspirieren, jeden Tag bewusste Entscheidungen zu treffen, die zu einer besseren Zukunft für uns alle führen. Danke, dass Sie bei Mythenforscher dabei waren. Wir hoffen, dass dieses Video Sie inspiriert hat, über die Evolution der Menschheit nachzudenken, sowohl in wissenschaftlicher als auch in spiritueller Hinsicht, und über die Rolle, die jeder von uns in diesem großen kosmischen Drama spielt. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig und engagiert auf dem Weg zur Erkenntnis und zum gemeinsamen Wohl.